Hinter mir steht einer der beiden Bismarck-Türme in Aumühle. Aumühle ist ein kleiner Ort in Schleswig-Holstein und die letzte Ruhestätte des ehemaligen Reichskanzlers Otto von Bismarck. Aumühle ist als Stadt mit der Figur Bismarcks stark verknüpft. Und so mögen zwei nach ihm benannte Türme eine ungewöhnliche Würdigung sein, aber vielleicht nicht besonders überraschend. Aber hinter mir steht einer von 3 Bismarck-Türmen in Dresden. Dresden hat als Stadt nicht viel mit dem Leben von Otto von Bismarck zu tun und trotzdem wurden hier 3 solche Türme gebaut. Oder auch in Coburg, wo seit 1901 ein Bismarck-Turm steht. Ebenso in Plauen, Erfurt oder auch in Görlitz an der deutsch-polnischen Grenze. In Deutschland und im Ausland wurden zwischen 1869 und 1934 mindestens 240 Bismarck-Türme errichtet. 20% von ihnen nach demselben Entwurf. 173 stehen heute noch. Ein architekturgeschichtliches Kuriosum. Wenn man erstmal weiß, dass es sehr viele Bismarck-Türme gibt, sieht man sie praktisch überall. Und obwohl, oder vielleicht gerade weil, sich einem Sinn und Zweck nicht so richtig erschließen wollen, sind sie faszinierend. In den letzten Jahren ist es für mich sozusagen zum Hobby geworden, Bismarck-Türme zu besuchen, wenn ich in der Nähe von einem bin. Aber warum haben Menschen überhaupt angefangen, solche Türme zu errichten? 1871 wird aus vielen deutschen Nationalstaaten das Deutsche Reich und Otto von Bismarck unter Kaiser Wilhelm der erste Reichskanzler. Dies brachte Bismarck unter den zahlreichen NationalistInnen im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert starke Sympathien ein. Insbesondere nachdem er 1890 von Wilhelm II. Entlassen wurde und sich Bismarck aus seinem Ruhestand im Sachsenwald regelmäßig in der Presse kritisch zur Tagespolitik äußerte. Der Personenkult um Otto von Bismarck war schon zu seinen Lebzeiten beachtlich. Nach seinem Tod wurde aus einer unangemessenen Verehrung nahezu ein Mythos. Aus dem alten Sachsenwald wurde eine Sagengestalt, der Deutscheste der Deutschen. Der damalige Zusammenschluss der Studierendenvertretung, die Deutsche Studentenschaft, wollte zu Ehren Bismarcks faktisch das ganze Deutsche Reich in ein Denkmal umwandeln. Und das klang dann so. Wie vor Zeiten die alten Sachsen und Normannen über den Leibern ihrer gefallenen Recken schmucklose Feuersäulen auftürmten, deren Spitzen Feuerfanale trugen, so wollen wir unserem Bismarck zu Ehren auf allen Höhen unserer Heimat, von wo der Blick über die herrlichsten deutschen Lande schweift, gewaltige granitene Feuerträger errichten. Überall soll, ein Sinnbild der Einheit Deutschlands, das gleiche Zeichen erstehen, in ragender Größe, aber einfach und prunklos. Auf massivem Unterbau eine schlichte Säule, nur mit dem Wappen und Wahlspruch des eisernen Kanzlers geschmückt. Keinen Namen soll der gewaltige Stein tragen, aber jedes Kind wird ihn dem Fremden deuten können. Eine Bismarck-Säule. Von der Spitze dieser Bismarck-Säulen sollen aus ehernen Feuerbehältern Flammen weithin durch die Nacht leuchten, so oft unser Volk in gemeinsamer Feier seines verklärten Helden gedenkt. Ein Architekturwettbewerb wurde ausgerufen, den 1899 der junge Architekt Wilhelm Kreis gewann, mit diesem Entwurf, den er martialisch Götterdämmerung nannte. Hier in Aumühle ließ die Deutsche Studentenschaft diesen Turm mit eigenen Mitteln nach ihrem Entwurf bauen. In vielen anderen Städten gründeten sich in den Folgejahren Bismarck-Turmausschüsse oder lokale Initiativen, um Spenden für den eigenen Turm zu sammeln. In 47 Städten entschied man sich für den Gewinnerentwurf von Wilhelm Kreis. In den meisten Städten ließ man andere, oft lokale Architekten, einen neuen Entwurf erstellen. Vermutlich auch, weil Wilhelm Kreis bis zu 6% der Bausumme als Honorar verlangte.
Es wäre falsch, den Erfolg der Bismarck-Türme ausschließlich mit einer Begeisterung für Bismarck zu erklären. Am Ende des 19. Jahrhunderts entwickelt sich im Zuge der Industrialisierung und Urbanisierung erstmals so etwas wie eine Freizeitkultur für die arbeitende Bevölkerung. Familien fahren mit dem Zug oder mit der Kutsche am Wochenende raus in die Natur. Es werden Wandervereine und Verschönerungsvereine gegründet. Dies setzte die Gemeinden unter Druck, Ausflugsziele zu schaffen. Ein Aussichtsturm auf einem Berg kam da sehr gelegen. Wenn Bismarck-Begeisterte bereit sind, die Organisation zu übernehmen und dafür zu bezahlen, umso besser. Die Begeisterung für Bismarck-Türme war auch nicht überall gleich groß. Hier in Lütjenburg wurde einfach ein 2 Jahre zuvor gebauter Aussichtsturm umbenannt. Und hier in Malente wurde 1908 zwar ein Turm errichtet, aber 1918 wieder eingerissen. Heute steht allerdings auf dem Holzberg in Malente wieder ein Aussichtsturm. Am Ende des Ersten Weltkriegs war vielen Städten die Lust am Bismarck-Turmbauen vergangen. Städte wie Saarbrücken, Wiesbaden oder Vorbach setzten geplante Türme nicht mehr um. Viele der Bismarck-Türme wurden irgendwann auch umbenannt, insbesondere in der DDR. In Erfurt oder hier in Weinböhler wurde aus dem Bismarck-Turm der Friedensturm. In Greifswald wurde der Turm von 1960 bis 1991 zum Olympiaturm. Diese Türme wurden dann meist dem Verfall preisgegeben. Von 1999 bis 2015 versuchte ein Verein hier in Erfurt den Turm zu erhalten. Von diesen Bemühungen ist nicht mehr wahnsinnig viel zu sehen. An anderen Orten ist dies besser gelungen. Hier in Rathenow wurde der Bismarck-Turm in eine Parkanlage integriert. An vielen Orten haben Vereine die Verantwortung für die Türme übernommen und sammeln Spenden für ihren Erhalt. Viele der erhaltenen Bismarck-Türme sind, obwohl sie unter Denkmalschutz stehen, in einem desolaten Zustand. Die Tatsache, dass überall in Deutschland Bismarck-Türme stehen, ist eine Ausprägung von nationalistischem Eifer. Eine etwas seltsame Ausprägung, über die man durchaus schmunzeln kann. Aber es ist derselbe Eifer, der in den Folgejahren mit zu 2 Weltkriegen führt. Das Unbehagen, diese Symbole zu erhalten, ist nachvollziehbar. angerufen. Warum werde ich angerufen? Hallo, Lukas. 20% von ihm nach demselben von Ihnen. Am Ende des 19. Jahrhunderts. In 47 Städten entschied man sich für den Danke-Motorsägengeil. Wir versuchen das trotzdem. Den Turm übernommen und sammeln zum Beispiel Erhalt für die Spenden. Erhalt für die Spenden. Alter. In den meisten Städten ließ man. Ich glaube, das reicht.